In diesem Video geht es um 25 Fakten zu Clash Royale, die nur die allerwenigsten von euch kennen werden, denn dazu müsst ihr das Spiel beinahe von Anfang an gespielt haben. Welche Fakten das sind und welche ich davon vielleicht sogar nicht kenne, plus natürlich welche für dich neu sind, das siehst du jetzt. Daumen nach oben und Abo da lassen, wenn es dir gefällt, und heute Nachmittag im Livestream dabei sein. Da geht es nämlich mit Morten und Faust in der Clash Royale League rund. Plus nicht vergessen, Freunde, gerne auch Code BigSpin im Shop eintragen. Kurs geht raus und wir gehen rein. Das Originalvideo ist natürlich selbstverständlich in der Beschreibung verlinkt. Ich würde aber sagen, wir gehen direkt rein und schauen mal, welche Dinge wir nicht kennen. Removed card to a card so OP it needed an emergency. Ja, okay, Here ja. are 25 facts that only Clash Royale veterans know. Okay, also 25 Dinge, die nur sehr, sehr lange Clash Royale spielende Personen wissen, die eben von Anfang an das Ganze irgendwie mitverfolgt haben. I guarantee you've seen this emote before. And that's because... Oh mein Gott, ich weiß, was kommt. Es ist der Lacher. Es sind die Emotes, und das wissen wirklich sehr, sehr wenige, die einfach mal früher ganz anders geklungen haben. Die Emotes hatten früher unterschiedliche Sounds und es gab hier nur 4 Basic Emotes und die haben einfach immer unterschiedlich geklungen. Jetzt hört bitte genau hin. It's a Clash Royale classic. What you probably didn't know was that way back in 2016, these emotes sounded very different. Just take a listen. Hooray! Das ist so geil. Was würde ich geben, um diese Emotes wieder zu haben? Es ist einfach so geil. Ich habe keine Ahnung, warum Clash Royale das rausgemacht hat, aber ich sage euch ehrlich, ich meine, die Lache zum Beispiel, hihiha und so, das ist heute alles noch geil, aber damals einfach, diese verschiedenen Sounds hätte ich persönlich sehr geil gefunden, wenn sie das eben beigelassen hätten und gesagt hätten, okay, komm, ey, hier die Basis-Emotes, die haben immer noch die 4 verschiedenen Sounds. While it is unknown exactly why Supercell removed these sound effects, it was likely because they just wanted to keep one... Es war auch bei dem war, der hat, ich kann das jetzt nicht nachmachen, das war jetzt cringe, aber ihr wisst, was ich meine, der hat so ein richtig komisches Geräusch gemacht. Warte, vielleicht zeig das nochmal. sound effect per emote. Number 2. leider While nicht. Barbarian Barrel is a card very commonly used in today's meta. Oh mein Gott, das war noch Zeiten. Guckt euch von dieser Karte die Reichweite an. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht neulich, wo ich auf Karten eingegangen bin, die wirklich sehr, sehr krass geändert wurden. Und das Barbarenfass gehört definitiv dazu. Witzigerweise gab es ja auch das Fass, was als April-Schätz mal reingekommen ist, was natürlich keine genauere Bedeutung hatte, aber das Barbarenfass eben als Karte, die schon sehr, sehr viel geändert wurde. Ich bin gespannt. Once it used to be really bad. Ja, The Barbarian richtig. Barrel was released in 2018. Das hat sogar 3 Elixier gekostet, oder nicht? Actually used to knock back cards. Wait, so then why was it so unpopular? Well, it cost 3 Elixir. Junge, niemand hat die Karte gespielt, sie war so schlecht. And while that might not seem like a lot, that one elixir made a really big difference. It also couldn't deal knockback to tanks. Junge, das ist so krank, ne? Also es gab keinen Grund, warum du damals das Barbarenfass gegenüber einem Log vorziehen solltest. Es gab keinen Grund. Dieser eine Piss-Barbar, der da rauskam, war komplett egal und du hast nicht mal Tanks weggenommen. Made it a worse version of Log. Number 3. If you played back in 2016... Ja, okay. Ja, ey, das ist jetzt eine Erinnerung, die rufe ich mir nicht so gerne in den Kopf, aber natürlich X-Bogen, der damals eben auch noch Lufteinheiten angreifen konnte. Ihr wisst es alle, diese Karten I'd have natürlich remembered hier. how overpowered Expo used to be. Because not only did it Absoluter deal an extremely high amount of damage, it could also shoot air troops. Die And Frage ist halt, ist X-Bogen dadurch nicht sogar indirekt gebufft worden, dass er keine Lufttruppen mehr angreift, zumindest wenn du ihn an der Brücke spielst, weil damals konntest du ja auch mit dem Babyjacken oder mit der Minion-Horde oder zum Beispiel auch mit dem Lavahund einfach einen X-Bogen abfangen. Gut, ich glaube, Lavahund gab es damals noch nicht, aber das kannst du halt heute nicht mehr und dadurch ist der X-Bogen natürlich defensiv nicht mehr so gut gegen die Luftdecks, aber offensiv ist er halt stärker, weil er direkt am Turm connected, wenn dann geht und zum Beispiel irgendwo ein Lavahund spielt. Also ist auch nochmal ein wichtiger Gedankengang. reach towers even further back. Now that's crazy. Expo has since gone through a plethora Ja, of nerfs. Junge, am besten nochmal nerven, am besten die Karte einfach löschen, das wäre das Beste. Wenn in den nächsten Balance-Änderungen steht, X-Bogen wird gelöscht, Junge, ich wäre der glücklichste Mensch, das wäre der Wahnsinn. And while it's still a very viable option, it's nothing compared to what it once was. Not gonna shoot the giant skeleton? Number 4. The Bandit is a great troop to surprise and Okay, punish was kommt jetzt? Was kommt zur Banditin? your opponent. But in 2018, this got a little bit out of hand. Because if your bandit didn't directly walk over to the tower, it would glitch out and dash over Lol, was? Das kannte ich gar nicht. Hä? Wie random. and over, and now Hä, was he's ist denn das für ein Bug? Das kann ich ja gar nicht. ground. This glitch has Okay. since been removed, and the bandit is now Wollte ich gerade sagen, es ist ja ein ganz wilder Bug, Digga, das habe ich noch nie gesehen. back to normal. Sorry to all the veterans I just gave PTSD. Number WTF, 5. ich wusste es Did you nicht. know there was a legendary card that was so bad, even Supercell called it trash? That's richtig, right. ja. If you played back in the early stages of Clash Royale, you Ja, Digga, der Sparky war bodenlos. Ich weiß gar nicht, was ihn so schlecht gemacht hat eigentlich, weil normalerweise überlegst du dir ja 6 Elixier, eine Einheit, die auch heute oft gespielt wird. Damals gab es kein Elektrodenken, kein Elektromagier. Klar, jeder hat Sepp gespielt, aber es gab auch bei
dir Sepp Pfeile gegen Skami und so weiter. Also die alten Decks zum Beispiel, die Decks, die heute gespielt werden, Giant mit dem Sparky, mit Skelettarmee, Minion-Horde, Minions, Pfeilen, Sepp, Musketieren, die kanntest du dir damals 1:1 so zusammenbauen, aber niemand hat es getan. Know that the Sparky was one of the worst legendaries you Das could ist echt obtain, krass. being labeled as the trash can Ich frage mich wirklich im Nachhinein, ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, aber warum er so schlecht war. on wheels. Now that's harsh. The Sparky was so bad because of its speed, plus the fact that it could be countered with only one elixir. schneller? Yeah. Ja, aber krass, ich glaube, ohne Witz, beim Sparky ist jetzt mein Hot Take, wenn du das Wissen von allen Spielern heute hättest und dieselbe Meta wie damals, dann wäre der Sparky niemals so schlecht. Dann würden die Leute einfach Giant Sparky spammen und du würdest komplett alles zerstören wahrscheinlich. Sparky sucks. Safe. Number 6. Legendaries used to be so rare that people would spend thousands of dollars just for a chance. Oh mein Gott, das war so krank, Junge. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was war eure erste legendäre Karte und woraus habt ihr sie gezogen? Meine erste legendäre Karte, ich saß unten am Esstisch und hab einfach eine Magietruhe geöffnet und es war, dass es ein mieser Plot ist, weil ich die Karte jetzt absolut gar nicht feiere, einfach mal der Lavaköter. Das war meine Getting a Geschichte. few. The best way to get legendaries back in 2016 Im were Shop. through super magical Ja, chests, aber auch im Shop. which cost 3,700 gems, komplett the gestörte equivalent of Preise. $37. Compare that to today, where you get multiple legendaries just for playing the game. And yeah, times have changed a lot. Number Na gut, ich meine, heutzutage muss man fairerweise sagen, klar, du ziehst auch aus Truhen, zum Beispiel dieser Truhe, die gerade im Shop ist die teuerste, ziehst du auch garantiert einen Champion. Aber Champions zum Beispiel sind ja auch jetzt ähnlich selten wie die legendären damals. Klar, die waren noch ein bisschen seltener, aber das kann man schon so ein bisschen vergleichen jetzt. Ich meine, eine neue Seltenheit ist reingekommen. Klar, werden dann legendäre Karten auch einfach... Ne? 7. Fire Spirits used to have 3 Unseltener. Fire Spirits, costing 2 elixir. Fire Spirits were also extremely versatile and could even counter Goblin Barrel all by themselves. Also das zu sehen ist halt schon sehr, sehr geil mal wieder, ganz klar. Aber sie waren trotzdem schlecht, weil auch hier wieder, sie waren zwar besser als die aktuelle Karte, aber sie haben auch wieder ein Elixier gekostet. Und beim Fire Spirit ist es ja im Prinzip eine Verdopplung der Kosten, was ja nochmal deutlich krasser Clash ist. Royale later changed the Fire Spirit to a 1 elixir troop Der with Spire only one füllt. Fire Spirit, Ja, which helped a Wien. lot in the purpose of cycle decks. Ja. However, many people preferred the old Fire Spirits. Boah, also ich sag ehrlich, ich kenne keinen, der die gespielt hat, ne? Also kaum einen. Es gab mal so ein Miner Cycle Deck irgendwie mit Kobold, Mini-Packer mit Ofen, die gespielt haben, aber nichts Großes. Nee. And just desperately hope that one day we might see that famous trio again. Nee, 8. auf keinen Fall. Imagine seeing this push coming at you. What should you do? The answer is you do nothing. You are completely and utterly screwed. This Richtig, deck was ja. the Lava Hound clone deck, which was played by getting a bunch of spawn units and cloning them, resulting in a basically unstoppable push. For months, this deck dominated Clash Royale before it was finally nerfed down. Even still, LOL. Das ist jetzt, okay, krass. Also, ich meine, Lava Clone gibt's ja heute immer noch, this ne? deck caused a ton of pain during the time it was played. So veterans, I'm sure you definitely remember this one. Was ich an der Stelle noch erwähnt hätte, es gab damals zu der Champions-Zeit mal einen Lava-Klon-Bug. Da war es so, dass wenn du irgendwie in einer gewissen Konstellation geklont hast, ich weiß nicht mehr, wie es genau war, hat Supercell auch relativ schnell behoben, aber dann hatten teilweise die geklonten Truppen einfach nicht 1 HP, sondern noch Full Life. Und das war natürlich komplett busted, ja. Irgendwie so ein kranker Bug war da. Ich kann mir nicht mehr genau erinnern, wie das war. Ich habe es auch nie genutzt selber, aber das war tatsächlich das, was ich jetzt am ehesten erwartet hätte, was zum Lava-Klon der kommt, weil das war eigentlich der eigentliche Bug. Aber klar, Lava-Klon, sehr nerviges Deck, finde ich aber fairerweise, gibt es auch noch ein paar andere, die dort man auch genauso gut hätte nennen können. Number 9. Ice Spirit used to freeze troops for a total of 1.5 seconds for just 1 elixir, making it the strongest defensive Also card das in the ist wirklich komplett ehrenlos. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe die Karte hat aktuell 0,5 oder 0,75 und damals hat die 1,5 Sekunden für ein Elixier gefreezed. Hier, das ist komplett gestört. game. I mean, this was way too good for 1 Junge, elixir. guckt While euch Ice an, hä? Spirit had its time of glory, Supercell nerfed it down to a 0.5 second Ja, freeze. Junge, es ist auf 1/3 davon reduziert. Wie krank muss die Karte vorher gewesen sein? Das sind alles Dinge, die haben wir zwar erlebt, aber die werden einfach vergessen, weil wir so lange an die neue Karte gewöhnt sind und dazwischen auch andere Dinge passieren. Aber man muss wirklich mal, Supercell sollte mal so ein Update bringen oder so eine Challenge, wo alle Karten die Werte von ihrer besten Zeit haben. Eine brokene Nachthexe, eine brokene Archer Queen, brokene Rekruten für 6 Elixier oder so. Es wäre so geil einfach.
However, even with this nerf, it's still as popular as ever, so Ja. you can only imagine how good it was back Richtig, then. Number richtig. 10. If you play Graveyard, you've Oh probably mein Gott, und da geht mein Herz auf, wenn ich das jetzt sehe. Wenn ich das jetzt sehe, guckt euch bitte gleich an, was da gleich passieren wird. heard of Giant Graveyard, or even Bowler Graveyard. Did you know that in 2017, the most popular graveyard Junge, combo so was krank. Ice Golem Guckt Graveyard? es euch an. Na klar, was ist das denn? Ice Cream Graveyard war Meta, Ice Cream Graveyard war Stunny, Junge, das war das Beste, hä? Ice Cream Brücke Graveyard 3, da 7 Elixir ist doch super. Players would play Ice Golem to tank for Ja, the Graveyard. aber and der muss jetzt mal darauf eingehen, wie der Graveyard damals war, then Bro. kill the opponent's counters with spells. Ja. However, you never see this happening nowadays. Ja, aber das Einzige, also der eigentliche Hase im Pfeffer ist ja, wie der Graveyard damals war. Ich glaube, man hat es eben gesehen, der war viel, viel größer, hat die Skelette überall gespawnt. Du konntest unfassbar reinlacken oder aber unfassbar Pech haben. Heute ist es natürlich immer noch so eine kleine Komponente. Klar, viele regen sich darüber auch auf, aber damals war es komplett ehrenlos. The Ice Golem Graveyard combo is way too easy to counter with new cards and balance changes. Da hätte ich mir aber wirklich sehr gewünscht, dass die nochmal auf den Unterschied zum eigentlichen Graveyard eingegangen werden. Klar, die Combo war krass. Ich meine, ein deutscher Spieler hat einen Platz 2 der Weltfinish mit Schweinereiter Graveyard Freeze gemacht damals. Aber es geht ja eher darum, wie krass der Graveyard damals anders war als heute. Und daran können sich wirklich auch nur sehr wenige erinnern. Das hier aber auch. 11. In 2016, Clash Royale partnered up with an organization called Product Red, and this good cause ended up giving us the Red Tower skin, something that was only seen once in 2016 Sehr, sehr geil. and never brought up again. This happened. Ich habe mir das Angebot gekauft, sie haben es nie wieder gemacht. Der Tower-Skin, damals gab es noch keine. Es war Jahre bevor Turmskins überhaupt rauskamen. Der war auch nur für einen Monat am Start, aber du hast was Gutes getan und dafür habe ich dann auch gerne die Gems ausgegeben. And even before tower skins were introduced to the game. Ja. So this one is especially exclusive, and almost nobody owns it. Clash Royale also Also Almost Nobody Owns It ist natürlich klar, weil es den nicht mehr gibt. Also de facto ownt den niemand, weil Supercell den halt nur für eine Zeit verfügbar gemacht hat. Genau, Loading Screen war damals auch rot. a red loading screen in honor of their Project Red partnership. So good job, Supercell. Number 12. If you watched the Clash Royale trailers, you'd have seen one with the Ice Wizard, effortlessly freezing each opponent into an ice cube. This is kinda funny, considering in the real game, he'll literally die to a fireball. He didn't always die to a fireball, though. Oh mein Gott, Digga, jetzt werden aber hier wirklich, das hätte ich ja auch fast vergessen. Also das hätte ich auch einfach jetzt vergessen. Der Eismagier hat damals zwar nicht diesen Impact Damage gehabt, aber er ist nicht vom Feuerball gestorben. Ihr müsst euch das vorstellen, wie broken diese Karte in Icebow und in No Damage damals war. Sie ist nicht vom Fireball draufgegangen. Icebow-Spieler konnten nichts gegen dich tun, weil sie diesen verdammten Eismagier nicht losbekommen haben. Nichts. Es ist krank gewesen, die Karte. When he was first released, he was able to survive 3 Elixier überlebt einen Feuerball. Komplett broken. Wenn du heute so eine Karte releasen würdest, jeder wird sie spielen. the fireball with just a few Guck hit dir das points an, left. komplett Unfortunately, Supercell decided to nerf this poor card Ja. for no reason. I mean, For no reason, Junge. Ich weiß doch genau, wie sich damals so hart die Leute mit den Eismagier aufgeregt haben. Sobald du irgendwie Friede für den Eismagier gespielt hast, die Leute waren so sauer und ich hab's geliebt. come on, guys. It's already bad enough. Das war so Number geil. 13. Think the monk Oh is mein OP? Gott. Well, introducing the 2017 Night Witch. The second players joined the new challenge, they instantly realized how stupidly overpowered Also, this die card Karte was. war wirklich I mean, so this ehrenlos. thing could take its hour all by itself. And Guck it's a es dir weak an, Junge. Du hast sie an der Brücke gespielt. Du hast sie an der verdammten Brücke gespielt. Und sie hat den Turm geholt, weil sie auf einmal Batman gemacht hat und auf einmal 12 Fledermäuse da rauskamen, Junge. troop. Clash Royale issued Damals haben Leute in Ladder ernsthaft Nachthexe, die hatten ja ein Max, war damals super teuer, haben dann irgendwelche Maxed-Accounts genommen, haben 1000 Euro da reingesteckt, um die Karte zu maxen. Dann haben sie Nachthexe, Pumpe, Klon, gab es damals schon, Spiegel, Wutzauber gespielt und damit einfach eine Meta-Deck erschaffen. Ohne Witz. an emergency nerf for the Night Witch after they got thousands of complaints saying it was ruining the game. Aber die Nachthexe hat einen Emergency Nerf bekommen, war danach trotzdem noch broken, musste, glaube ich, 2 weitere bekommen, also komplett insane die Karte. But this 2017 Night Witch variant Digga, will guck's forever dir be an! remembered as Clash Royale's most overpowered card. So eine Number dumme 14. Karte. Speaking Ja, also ich sag mal, Phoenix gehört auf jeden Fall auch in die Liste der most overpowered Karten. Wenn ich es aber vergleiche mit damals, ich glaube, die Nachthexe, gerade weil die halt auch einfach so wenige damals Max hatten, es doch noch mal krasser wurde und teilweise wurde die Karte einfach auf Level 2 gespielt statt 5, war noch ein Ticken vielleicht stärker. Ich kann's nicht, sie sind auch beide auf einer ähnlichen Ebene. of overpowered cards in Clash Royale, did you Ja, know die that the coolen. Royal Guards were so Auch powerful komplett that ehrenlos. Supercell had to have downtime after the card was first released? Ja. This card could spawn a literal wall of guards for Ich weiß noch, Morten hat da 300 Euro darin investiert und einen Tag später wurden sie einfach komplett genervt. just 6 Elixir. geil. This 6 Elixir was enough to stop any push, whether it be P.E.K.K.A., Golem, Ja. or 3 Musketeers. Supercell scheduled an emergency nerf for this card Komplett and dumm. increased the Also- elixir amount
out to 8, without changing any of its Junge, stats. aber sie denken sich auch so, ja, wir machen nicht 7, wir machen einfach 8. Da denke ich mir auch, WTF, also die Karte ist jetzt am guten Spot mit den 7 Elixier, aber Bruder, warum wird sie damit einfach auch 8 gemacht, nicht auf 7 direkt? Still, this card is extremely annoying. So, hey, Supercell, if you're listening, how about another nerf? Nee, auf Number keinen Fall. 15. When first released, the magical chest used to be the best affordable chest in the game, having a pretty decent chance at a legendary and being nowhere as expensive as a super magical chest. When people opened magical chests, it Magito war felt geil. like something magical, especially when you unlocked a legendary. Man, that one hits hard. Nowadays, it just kinda sucks. Number Also ohne Witz, ich muss sagen, im Free-to-Play-Projekt haben die Magitron auch immer sehr gebockt. Also ich finde nicht, dass sie schlecht sind. 16. The Golem in 2016 Oh mein Gott, used guckt euch den Halsband-Golem an, vamos! to look like this, with a red collar around its neck and this custom explosion effect. It was pretty cool, especially compared to our lame Golem now with crystals. Nee, der Golem ist auch schon cool, den wir jetzt haben, aber damals war er auch cool. Ist halt ein Nostalgie-Golem, Golem was also a lot better back then, having gone through some pretty bad nerfs throughout history. Ja, Number Digga, 17. Golem war so broken, Junge. Aber ja, ist passiert, ne? Remember when the Magic Archer was Könnte mal wieder extremely Buff gebrauchen, ohne weak, Witz. not even being able to one-shot a Spear Goblin? Also nicht, weil ich den ganzen Tag gegen Golem spielen will, aber ja. Yeah, it was that bad. While the long shots and cool design compensated a little bit for this, Magic Archer was still Ich weiß noch, damals hab ich ein Video gemacht über den Magic Archer, hab gesagt, der könnte absolut stark werden. Jonas, mit dem ich zu dem Zeitpunkt gar nichts zu tun hatte, ein Video auf mich gemacht und mich reagiert und sagt, oh, BigSpin, du hast Unrecht, der Magic Archer wird schlecht. Ich meine, der hatte aber recht, klar, der Magic Archer war nicht gut, aber fand ich trotzdem sehr, das war mein erster Kontakt mit Jonas. something a lot of the community hated. However, as time went on and der hat Supercell gesogen. buffed the Magic Archer's damage, it went on to become one of Also the die Karte ist halt jetzt immer noch dumm, ne? Also du sitzt hier an der Brücke, machst Nado, kein Bock. best and most loved cards to date. Talk Ja, about nee, was Number für most 18. loved Log hier. used to have an insane range, being able to roll 11.6 Oh mein tiles, Gott, which stimmt, allowed ja. it to hit the tower even when placed in a lower tile. Ja. Log also used to knock Hast back locker die Prinzessin gefühlt an jedem Spot getroffen, war komplett gestört. cards 1.5 tiles. Yo! Instead of one tile, it pushes them back. Was? So war das damals? Ich kann mich gar nicht. Okay, das ist krass. Ich kann mich nicht erinnern. Das Log war so broken, aber trotzdem hat damals jeder Sepp gespielt, weil Sepp zu einem gewissen Zeitpunkt auch die Kobolde one-shotten konnte. Log was so good that Supercell decided to nerf the life out of it multiple times. Yeah, I mean, yeah. it doesn't do any crown damage, Und es ist immer noch einer der besten Spells. and it's still the most used card. Number 19. You used to get wooden chests once a day for Oh, free. das ist halt auch pure Nostalgie-Kick, Junge. Holzkisten. Wahnsinn, wie geil. Well, they normally weren't too good and only gave commons and rares. If you aber got trotzdem. super lucky, Das ist halt geil. Du kommst online und hast so ein Holztool. War geil einfach damals. you could sometimes find a legendary from one. Daraus eine Epic zu ziehen war wie Geburtstag. And the feeling of this, you couldn't Junge. beat it. Because legendaries didn't have the super long animation they have today, it felt like Was? more So of war das? a jump scare than anything Das war nicht so, oder? else. Supercell has since removed the wooden chest, and now we just have silver chests. Rest in peace, wooden Ja, chests. ist echt We traurig loved eigentlich you. über die, ne? Number 20. Skeletons used to spawn 4 Ja, skeletons. Junge, das ist halt so, was soll ich sagen, ne? Das ist halt so ein Ding, das hatten wir auch, war glaube ich auch schon im Video von dem Kollegen beim letzten Mal. Das ist halt so krass gewesen. Die Skelette heutzutage wären auch eine Karte, 4 Skelette, es wäre komplett broken. Alles würden die zerstören. In a square formation. These skeletons were named Larry, Barry, Harry, and Ledoux. Wait, why name him Ledoux? I mean, that's such a weird name. Anyway, Niemand hat Ledoux einen was Plan. later transferred to the skeleton army, giving it a total of 15 skeletons, nerfing skeletons and slightly buffing Skarmy. It's useless knowing about this, but hey, if you're a Ist veteran krass. or just don't go outside, you probably already were aware of this. Oh, was soll das Clash heißen, Royale has only ever removed one spell, the heal spell. After years of players asking for someone to heal towers or troops, the heal spell Es ist auch einfach schon 3 Jahre her, ne? 3 Jahre, seitdem die den Halszauber rausgenommen haben, aber die Karte war halt auch einfach, die Karte hat ein Schere-Stein-Papier-Prinzip kreiert, was halt auch nicht gesund war. Das ist wirklich gut, dass Supercell einen Schritt gegangen ist, sage ich jetzt auch noch. was Supercell's answer. So naturally, it was a really interesting concept, being commonly paired with the Inferno Dragon and troops that deal lots of damage. komplett dumm. However, the heal spell never really found its place in the game. Oh, fail. Die Karte war der Wirt, Junge. Wenn du damals die 3 Musketiere in den Meter mit Heilzauber gesehen hast, dann wüsstest du hier, oh, das ist eine Fehlinformation. Rate at a record
record low of 0% by the time Damals, klar, aber sie war auch mal stark. removal. This was back in 2017. So, if you're a new player, you're welcome for this fact. Number 22. Graveyard used to be OP. Instead of spawning Hier skeletons. haben wir es. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Graveyard war OP. Und genauso ist es. Genauso ist es, alle Hater da draußen, Junge. Unless, wenn du nicht Copixel eingetragen hast, dann ist er nicht OP. From the outer rim of the graveyard like they do now, they used to randomly Ja, generate das habe ich vorhin schon gesagt. Das ist halt krank. anywhere inside the circle. Das This ist made so it krank. so Die konnten hier. Digga, die konnten auch, das Skelett hätte auch einfach hier oder hier spawnen können. Aktuell ist es so, jedes Skelett spawnt außen in einer nicht festgelegten Reihenfolge, aber einmal der ganze Kreis wird von einem Graveyard gefüllt. Einmal jedes Skelett außen. Der Kreis ist natürlich kleiner, klar, aber das ist nicht mehr so random. Das hier war giga-random. that many more skeletons Guck would mal, spawn ey, closer wo to the spawnen die, tower, Bruder, hä? thus leading to much more damage. Da ist halt die Damage-Streuung noch ganz, ganz viel krasser gegenüber heute. This made pushes like Ice Golem Graveyard so much more powerful. Graveyard was a menace back in 2016. Ja. Number 23. If you competed in leagues in the early years of das Clash war krank. Royale, you probably unlocked what's called a Die draft Draft chest. Chest. Now, a draft chest is probably the coolest looking chest Clash Royale has ever released, war and krank. probably one of the best too. You could unlock the ultimate draft chest, which gave Aber das war wirklich heftig, ja. you guaranteed legendaries and had a newly introduced choice system that players loved. Number Ich 24. meine, heute haben wir die legendäre Königstruhe so, klar, selbes in grün. Aber das war schon damals echt eine Innovation. When Mother Witch was first released, war players so first schlecht. labeled it overpowered because it did so well against Graveyard. die war But schlecht. if you later played against Mother Witch, you'd realize how easy it is to kill the hogs. Regardless, due to fear at the time, almost everyone put Fireball in the deck, making the Mother Witch, well, kinda useless. Ja, die war damals echt irgendwie, die kam ins Game und jeder war so, WTF, krasse Karte, aber irgendwie war die kacke. playing Fireball bait. Number 25. If you managed to win a tournament back in 2016, Da, you could das ist es doch, da hab ich zugeschlagen, ja. unlock the best chest of all time. Just look at that. So geil. 100,000. Das ist nicht mal besonders, Junge. 100.000 Gold. Egal. Was sind 100.000 Gold? Ihr müsst euch vorstellen, wie krank unbalanced das Goldsystem damals war. Du hast 100.000 Gold bekommen und 15.000 Karten. Bruder, was? Gold. Thousands of cards. Is there anything else I even have to say? 38, it took 39 2 Mal. weeks just to unlock. Junge, du brauchtest einfach, du musstest 20 Flocken ausgeben, Yeah, and um could diese you Truhe zu subscribe? öffnen. That Wie would help us out a bescheuert. ton. Thanks. War geil. War ein sehr, sehr geiles Video. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Danke fürs dabei sein. Wir sehen uns später wieder. Hau rein. Bis dann.